Ich habe hier gerade noch ein Stück Pastellkreide gesehen, obwohl ich will heute es ganz, ganz flüssig haben. Also ich will bunt werden, fließende Farben haben und am Ende soll es halt nicht matschig braun werden. Und die Kreide hier, die habe ich gerade gefunden, die war mir runtergefallen. Und dann dachte ich, okay, das Stück hier, das spricht mich an. Damit komme ich jetzt erstmal an. Aber ich mache jetzt trotzdem erstmal die Fläche nass. Also einmal nass machen, damit es fließen kann. Und dann schwarze Magie. Wow. Und schon, ja, das sieht aus. Also was für ein Gebilde, oder? Also die Tropfen hier finde ich spannend und wie es sich so ausbreitet. Ich finde, darüber ist man doch schon gleich wieder mittendrin. Und gerade wenn man sowas hat wie eine Malblockade, ich kriege das immer wieder zu hören, mach das einfach. Genieße das. Genieß es einfach wirklich. Es ist so schön, auch schwarz. Was für ein Kontrast und was für Linien und was für schöne Muster jetzt entstehen. Okay, fertig. Oder? Ja, könnte man auch schon so stehen bleiben, finde ich. Also ich gucke mir das gerne auch nur so in Schwarz-Weiß an. Ich mag solche Kunstwerke auch mit so wenig, minimalistisch. Hier ist jetzt nur so ein so viel Farbe, also so viel Wasser. Das tupfe ich hier weg und schon habe ich hier neue Muster. Ja, das darf jetzt erstmal so antrocknen. Also es ist gar nicht so gut, wenn es zu flüssig ist. Deswegen nehme ich jetzt meine Kreide. Ja, das ist doch genau der richtige Moment. Auch mit der Hand verstreichen, aber nee, das mache ich nicht. Ich nehme einen sauberen Pinsel, weil an den Fingern habe ich bestimmt irgendwo noch Farbe und dann versaue ich mir dieses wunderschöne, klasse Pigment hier. Das darf auch ruhig mal ins Schwarz tropfen. Ein bisschen Magenta dazu, ein paar Linien, ein bisschen rumkritzeln, ein paar Bahnen ziehen und sich immer wieder locker machen. Aber du siehst, ich gehe ganz vorsichtig nur an das Schwarz und sprühe das Wasser nur nach oben, also nicht ins Schwarz. Wow, ich mag das. Wenn die Farben so ein bisschen knallen, finde ich mal gut. Und jetzt kann ich hier so vorsichtig drüber streichen, aber der Pinsel muss wirklich auch sauber sein. Und verbinde das mal so ein bisschen. Jetzt habe ich schon so 2 Pinktöne. Jetzt nehme ich nochmal ein Gelb und mische mir hier so ein Orange. Ich mag ja die Mischung immer ganz gerne, dieses Kritzeln mit dem, ja direkt mit der Farbe oder mit dem Werkzeug, mit dem Pinsel. Und hier jetzt auch nochmal diese Tropfen und Flächen schaffen mit diesem knalligen Gelb. Wow, das macht Spaß. Das weckt die Lebensgeister. Viel Farbe auf dem Pinsel ist, auch ruhig mal so Tropfen schmeißen.
Das ist mein absolutes Lieblingsrot. Das knallt so schön. Und jetzt suche ich gerade meinen Spachtel. Also das Rot kann eh noch ein bisschen laufen oder vielleicht mache ich sogar noch einen Klecks dazu. Ja, da kann eigentlich noch ein bisschen was dazu. Magische Farben, so schön. Also wie schön die leuchten hier. Und ich arbeite wirklich langsam, jetzt langsam an das Schwarz ran. Das kann sich immer noch miteinander verbinden, das soll es nicht. Also das ist quasi dein Rezept, wenn du mit dunklen Farben arbeitest und du willst reine Farbtöne haben, dann halte Abstand oder warte einfach, bis das Schwarz trocken ist. Dann kannst du beruhigt darauf weitermalen. Ja, einfach ein bisschen weiß auf die Kreide und dann fixiere ich die hier mit und erhalte so natürlich einen wunderschönen Pinkton und das Gelb darf dazu. Dann hast du so tolle Farbmischungen. Das kennst du alles aus dem Grundkurs. Pinsel geht das, ich bin aber auch vorsichtig. Also ich löse das möglichst nicht wieder an, das Schwarz, wenn es gerade mal so ein bisschen eingezogen ist in die Leinwand. Aber so kann ich hier tolle Farbflächen schaffen. Also Flächen zu Linien, zu Punkten. Das ist hier so die Sprache. Hier ist viel Weiß, finde ich auch schön, aber ich will es ein bisschen bunter. Ja, ich muss jetzt einfach mal den Finger nehmen. Der ist einigermaßen sauber. Weil so einen kleinen Pinsel habe ich jetzt gar nicht. Der wäre auch zu borstig. Also der Finger ist jetzt wirklich am besten und hier kann ich nochmal mit den Punkten arbeiten. Jetzt noch ein bisschen Türkis dazu. Das läuft jetzt schön ins Weiß, dann wird es so ein bisschen heller. Dann nehme ich mal den Pinsel. Ne, ich nehme doch die Pappe und mische das hier mal so ein bisschen. Aber auch hier nur so drauf tupfen, ein paar Linien tupfen. Hier kann ich wieder ein bisschen Fläche haben. Hier ist so ein schönes Weiß. Und ich habe hier noch so eine Pappe mit den Löchern, die kennt ihr. Das ist diese Umverpackung von den Tomaten. Und diese Kreise finde ich so gut. Und ich dachte mir, die kann ich nochmal oben drauf tupfen. Und ich habe hier so einen Schwamm und Weiß. Und das tupfe ich da mal einfach drauf. Ich weiß, bei mir wird es immer unter die Schablone laufen. Man braucht da viel Geduld für, wenig Farbe. Aber ist auch nicht so wichtig, finde ich. Können so angedeutete Kreise sein, die müssen nicht so perfekt sein. So, ja, ist doch gut.
gibt es noch ein paar dazu. Darin kann man sich auch verlieren, finde ich. Also das könnte ich jetzt über das ganze Bild verteilt machen, in allen Farben. Das ist auch sehr schön und sehr ausdrucksstark. Hier auch so abdecken, hier oben kann es noch ein bisschen heller werden. Noch ein paar Linien, die jetzt auch die Flächen miteinander verbinden. Ja, der Stift gibt hier, glaube ich, bald seinen Geist auf. Ein bisschen kommt noch Farbe raus, aber... So, jetzt ist alles wieder aufgeräumt, sauber und ja, die Mäuse hier, die warten und schauen immer ganz friedlich zu und gucken nach draußen. Genau, ich habe es nämlich rausgestellt und hier steht es nun und trocknet durch und ich habe es mal so wirken lassen auf mich und man sieht jetzt diese leuchtenden Farben. Und teilweise sind sie ineinander und teilweise eben auch nicht. Und ich habe sogar so ein bisschen Struktur drin, so eine leichte Haptik. Also dicke Farben, dünne Farben, fließende Farben, Wasser. Und jetzt bist du dran bei dem Wetter. Mach's gut, schön, dass du hier bist. Da draußen im Licht hat man ganz schön die Farben gesehen, die Leuchtkraft gesehen, aber eben auch, was das Bild am Ende zusammenhält. Also nicht nur die Farben. Ich habe ja zwischendurch bewusst darauf geachtet, dass Türkis nicht mit Gelb oder mit Rot oder mit Schwarz vermischt, also damit die Leuchtkraft bleibt, sondern spannend wird das Bild für mich auch oft durch die Form. Und die Formen können auch große Flächen sein, die Ruhe bringen oder gestempelte Kreise, die sowas wie kleine Akzente geben oder die Linien am Ende geben dem Ganzen nochmal so eine Richtung. Und genau das meine ich oft mit Kunst als Sprache. Farben, Linien, Formen können unglaublich viel erzählen, auch ohne dass etwas Gegenständliches entstehen muss. Und genau darüber schreibe ich auch in meinem Buch Frei und fließend malen. Sehr ausführlich. Also das kannst du da sehr ausführlich drin nachlesen. Also schlag mal bitte Seite, ich weiß jetzt gerade nicht, das ist ein Spaß. Ja, da kannst du halt nochmal reingucken und das genau nachlesen. Und jetzt würde mich interessieren, was spricht dich am meisten an? Also sind es eher die Farben oder sind es Formen? Oder ja, vielleicht auch beides. Vielleicht magst du dich das selber mal fragen, also auch um etwas über dich zu erfahren. Oder vielleicht magst du es mir auch mitteilen, wie auch immer. Schön, dass du hier bist. Danke für deinen Kommentar, danke für dein Like, danke für dein Abo. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Hab einen schönen, bunten, freien Sonntag. Mach's gut. Tschüss.